Und das ist schamottehaltiger Ton, weiß brennend, 40-prozentige Schamotte, also nicht plastischer Anteil, damit die Masse bei großen Platten besser steht. Das heißt also die Form eher beibehält und beim Brennen nicht so stark schwindet. Aus 4 großen Tonplatten formt Jürgen Henrichs eine noch viel größere, um darin 2 der Kacheln einzuzeichnen, aus denen er seinen kleinen Grundofen bauen will. Die Linie, die ich hier mache, ist die Basislinie meiner Anzeichnung. Diesen Abstand von 2 cm brauche ich, weil der Ton hier an den Stellen am Rand sehr schnell trocknet. Damit schütze ich im Grunde genommen die Kacheln, die ich einzeichne. Die puffern mir die Trockenphase weg. Jetzt habe ich eine Zeichnung, mit der ich arbeite. Auf dieser Zeichnung sind die Originalmaße und meine Schwindungsmaße. Ton schwindet beim Trocknen, wird also kleiner. Und zwar um genau 5,5%. Die müssen allen Maßen dazugerechnet werden, damit hinterher wieder alles stimmt. Bevor Jürgen Henrichs Ofenbauer wurde, hat er Töpfer gelernt. Schon deshalb liebt er es, Öfen mit Keramikkacheln zu bauen. Ist halt stärker individualisiert, die Keramik, die handgemachte, weil sie immer so eine gewisse Unregelmäßigkeit hat. Man kann sich bemühen, wie man will. Ich kann hier Zeichen, Millimeter, Laser, alles machen, aber über den Trockenprozess, über den Brand wird immer eine Unebenheit entstehen, immer irgendwas Ungenaues. Und das sieht man den Öfen auch an. Und das gibt denen einen besonderen individuellen Charakter. Bei aller Individualität muss der Ofenbauer aber auch bestimmte Normen einhalten. Und das ist abseits der Massenware nicht ganz so einfach. Die Bundesemissionsschutzverordnung Stufe 2 ist ein scharfes Schwert der deutschen Gesetzgebung. Die Stufe 2 ist seit 2015 in Kraft. Von dem Zeitpunkt an durfte man als Handwerker keine Feuerstellen mehr selber erstellen. Nur noch industrielle, geprüfte Feuerstätten durften eingebaut werden. Auch bei Grundöfen. Kein einzelner Handwerker wird hingehen für eine individuelle Ofenanlage. Eine Prüfung zu machen kostet 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Um dieses Problem zu lösen, haben sich Ofenbauer im ganzen Land zu einem Verein zusammengeschlossen. 850 Grad Handwerklicher Grundofen e.V. Wir haben alle Geld zusammengelegt und haben die Feuerstätten bei Rhein-Ruhr Feuerstätten prüfen lassen. Ich meine, es gibt unterschiedliche Prüfinstitute und wir haben es halt bei denen machen lassen. Und dadurch erhielten die Feuerstätten von 850 Grad eine Prüfnummer. Und mit dieser Prüfnummer kann man Öfen bauen. Gut. Keramiker sind gut im Fingerhakeln nachher. Noch scheint die Sonne und es ist warm hier in Zeltingen-Rachtich an der Mosel. So sind die Tonplatten in der Werkstatt schon nach wenigen Tagen hart wie Leder und können weiterverarbeitet werden. Hier habe ich einen rechten Winkel angeschlagen und jetzt wird der Seitenschenkel angebracht. Dafür raue ich die Kontaktstelle auf. Und zwar von beiden Seiten. Danach werden die einzelnen Teile mit Schlicker eingeschmiert. Das ist der gleiche Ton mit viel Wasser. Eine spezielle Mörtelmasse für die Produktion der Kacheln. An diese Kachel kommen insgesamt 3 Schenkel. Jede Fuge wird noch einmal mit etwas Ton verstärkt. Zur Stabilität bekommt die Kachel zusätzlich Stege. Sie bilden den Rumpf, die Rückseite der Kachel. Das Kachelblatt ist vorne.
Und natürlich müssen die Fugen auch dort noch verstärkt werden. Die einzelnen Platten sind am Ende fest miteinander verbunden und bilden nun eine der Ofenkacheln. Und zwar eine auffallend schwere und große. Man kann auch den Ofen mit kleineren Kacheln, mit 20 x 20 oder 15 x 15 kann man machen. Aber ich wollte das so schlicht wie möglich halten mit einer schlüssigen Proportionierung und Aufteilung. Eine waagerechte Fuge und auf jeder Seite nur eine senkrechte Fuge. Also man macht ja dann im Endeffekt nur 8 Kacheln. Ne? 8 Kacheln, die es allerdings in sich haben und die perfekt ineinander passen müssen. Front, Seite, Seite, Front, Seite, Seite, hinten, hinten, Abdeckung. So sieht's aus, ja. Jetzt müssen sie noch ein paar Tage weiter trocknen, dann können die 8 Kacheln gebrannt werden. Später bilden sie die Außenhülle für Henry, den kleinsten Grundofen, den Jürgen Henrichs bis jetzt entwickelt hat. Ich wollte einen kleinen Ofen haben. Kleinen, der Kaminöfen in modernen Häusern ersetzen kann. Kaminöfen per se als Warmluftöfen, als Konvektionsöfen überfordern oft die Räume heute, die gut gedämmt sind und einen ganz geringen Wärmebedarf haben. Und da war ich auf der Suche für mich selbst nach einem Ofen, der Strahlungswärme erzeugt, der die Energie schlüssig speichert, also über mehrere Stunden warm bleibt. Und so bin ich auf dieses Konzept gekommen. Dieser Ofen folgt einem ganz anderen Konzept. Es ist der elektrische Brennofen, in den die fertig getrockneten Kacheln nun gesetzt werden. Um die schweren Einzelteile in den Ofen zu wuchten, ist Kraft nötig, aber auch Fingerspitzengefühl. Nach all der Arbeit darf kein Schaden an einer der Kacheln entstehen. Wenn der Brennofen bestückt ist, wird ein Schrühbrand programmiert, der die Keramik aushärtet. Der Ofen heizt dabei auf 1000 Grad hoch und das dauert 10 bis 12 Stunden. Beim Schrühbrand darf die Ware nicht zu schnell zu heiß werden. Die Schritte müssen langsam vollzogen werden, damit wir keine Risse produzieren. Und dann steht er 2 Tage, manchmal 3 Tage im Abkühlungsprozess. Danach käme eigentlich noch ein Glasurbrand, aber der Ofenbauer hat sich diesmal für eine andere, recht ausgefallene Technik entschieden. Er schleift die Kacheln mit der Maschine ab. Weil ich gerne will, dass die Keramik eine Terrazzo-Oberfläche hat. Das gibt es im Grunde genommen in der handgemachten Keramik noch nicht. Ich habe es erfunden aus der Not, weil ich habe mal einen Ofen gemacht, auch mit großen Kacheln, und die waren sehr schief. Die haben nicht aufeinander gepasst und ich wusste mir nicht zu helfen und habe gedacht, die könnte ich ja eigentlich abschleifen. Und dann habe ich sie abgeschliffen und habe gesehen, was für eine schöne Struktur da dahinter liegt und dachte, ach, das ist eine Methode, die kann man öfter anwenden. Und das sieht aus wie eine Terrazzo-Oberfläche. Nach dem Schleifen wird nun auch die bereits angezeichnete Aussparung für die Tür in die Kachel geschnitten. Damit hat der Ofenbauer bis jetzt gewartet, denn erst nach dem Brennen hat die Keramik ihre volle Stabilität. Da die Oberfläche der Kacheln ohne die Glasur etwas anfälliger ist, bekommt sie vor dem Zusammenbau noch eine Schutzschicht. Natürliches Leinöl. Das zieht er ein und versiegelt die Oberfläche. Nass in nass kriegt man eigentlich ganz gut hin. Nach dieser Arbeit sind die einzelnen Teile der Außenhülle fertig und der Zusammenbau kann beginnen. Auf die Bodenplatte aus Metall hat der Ofenbauer schon eine Platte aus Gussschamotte geklebt. Sie dient zur Versteifung der Metallplatte und als Auflage für die Stege der Kacheln. Unterlegstreifen aus Plastik helfen ihm beim Anbau der Frontkachel.
Ja, dann steht die auf gleicher Ebene, dann kippt die Kachel nicht weg. Wenn alles soweit passt, kann's losgehen. Die erste Kachel wird mit einem Hochtemperatursilikon auf der Bodenplatte verklebt. Alle Lücken werden mit Haftmörtel verfüllt. Und dann wird der erste Schamottstein in den Ofen gemauert. Der dient in erster Linie dazu, die Tür zu halten. Wenn ich die Tür jetzt einsetze, damit die nicht hier Volllast hat oder hier am Lufthebel Volllast, will ich gerne, dass sie hier drauf steht. Vor dem Einsetzen wird die Tür mit feuerfestem Mineralstoff, sogenannter Vermiculite, gedämmt. Damit nach vorne am Ofen nicht so viel Hitze auftaucht und ich Distanz schaffen kann. Hopp. Die Tür ist nach den geprüften und zertifizierten Maßen produziert. Zusammen mit dem dahinterliegenden Feuerraum entspricht sie der aktuellen Abgasnorm. Sie enthält auch das einzige Bedienelement des Ofens, den Schieber für die Zuluft. Der ist entweder auf oder zu. Das ist immer ganz gut, wenn man die Glut etwas länger stehen lässt und dann erst schließt. Wenn der Luftschieber zu früh zugemacht wird, entsteht Monoxid. Und dieses Monoxid wandert durch die Steine, kommt in den Raum. Deswegen ist es gut, wenn man die Glut ein bisschen stehen lässt und wirklich keine Flamme mehr sieht und dann erst den Schieber zumacht. Über ein Rohr gelangt die Zuluft von hinten durch den Ofen zur Tür. Dort strömt sie dann von verschiedenen Seiten in den Feuerraum. Für den Innenausbau braucht der Ofenbauer eine ganze Menge an Schamottsteinen. Jeder Stein muss ausgemessen und eigens zugeschnitten werden. Zuerst werden die Innenseiten der Kacheln ausgemauert. Die Schamottsteine speichern später die Hitze des Feuers und geben sie als Strahlungswärme an den Raum ab. Das ist das Grundprinzip eines Grundofens. Grundofen heißt ein gemauerter Ofen, mit Schamottesteinen gemauert und Rauchgaszügen, also ein Speichermedium, das die Energie der Rauchgase aufnimmt und verzögert in den Raum weitergibt als Strahlungswärme. Ursprünglich ist der Name Grundofen entstanden, vermutet man, weil das Feuer auf einem Steinbett gebrannt wurde, so dem Grund des Ofens. Da kommt der Name wohl her. Für den Feuerraumboden schneidet der Ofenbauer eine stabile Basis aus Stahl zurecht. Auch eine weitere Platte aus Vermiculite wird für den Boden passend zurechtgeschnitten. Sie kommt als Dämmung auf den Stahl, damit der durch das Feuer nicht zu heiß wird. Eine weitere Schicht aus Schamottsteinen begrenzt den eigentlichen Feuerraum, der mit einer Grundfläche von 18 x 24 cm bei diesem Ofen nicht allzu groß ist. Die Maße sind Teil der Abgasprüfung für die Zertifizierung des Feuerraums. Ein passend zurechtgeschnittener Schamottstein bildet den Boden des Feuerraums. Lege ich Lose rein. Die Zwischenräume füllen sich nachher mit Asche. Falls ich mal an meinen Luftschieber ran muss, kann ich die Steine locker rausholen und kann von innen aufschrauben. Wenn die vermörtelt wären, dann würden die auf jeden Fall kaputt gehen.
So, das ist die nächste Reihe. Wenn der Boden eingesetzt ist, kann der Ofenbauer den Feuerraum Stein für Stein hochmauern. Insgesamt verbaut er mindestens 100 Kilo Speichermasse pro Kilogramm Holz, das der zertifizierte Feuerraum fasst. Dieser Ofen wird am Ende rund 350 Kilogramm wiegen. Das bedeutet, dass er die Energie von etwa 3 Kilogramm Holz speichern kann. Auch wenn alle Teile des Ofens nach Maß gefertigt sind, müssen sie vor dem Einbau noch einmal angepasst werden. Die Rückwand erweist sich als ein kleines Stück zu hoch. Der überstehende Teil wird ausgemessen und abgeschnitten. Wenn alles passt, kann sie mit dem Schnellmörtel eingesetzt werden. Den Kachelrumpf hat der Ofenbauer bereits ausgemauert. Durch sein hohes Gewicht und die damit verbundene Speicherfähigkeit hat der Grundofen im direkten Vergleich zu einem Konvektionsofen einen wichtigen Vorteil. Er braucht weniger Holz und ist damit umweltfreundlicher. Wenn man einen Grundofen wählt, dann hat man automatisch weniger Emissionen, weil man weniger nachlegen muss. Die Nachlegeintervalle sind nachweislich die Spitzen der Staubentwicklung. Wenn ich einen Ofen benutze, den ich am Tag 5, 6, 7 Mal nachlege, dann habe ich 5, 6, 7 Mal Staubspitzen in der Höhe. Wenn ich einen Grundofen habe, den ich nur morgens einmal feuere und mittags einmal vielleicht und abends einmal, dann habe ich diese Staubspitzen nur 3 Mal. Das sind 3 Kilogramm Holz. Mit dieser Holzmenge kann der kleine Ofen 4 bis 5 Stunden warm bleiben. Die darf ich natürlich nicht in dieser Dicke in den Feuerraum stellen, weil dann entsteht keine Temperatur und keine Flamme, sondern die muss ich spalten. Je größer die Oberfläche der Hölzer, die im Feuerraum sind, desto stärker die Reaktion, desto besser brennt es, desto sauberer brennt es und desto mehr Energie kann ich erzeugen. Und diese Energie wird im Ofen gespeichert. Und je höher die Temperatur im Feuerraum ist, desto weniger Emissionen habe ich tatsächlich. Nach diesem kleinen Exkurs geht es weiter im Text, das heißt im Ofenbau. Jetzt ist die zweite Etage dran. Die obere Reihe der Kacheln wird aufgesetzt. Die beiden Türausschnitte passen perfekt aufeinander. So glatt und gerade wie ein Industrieprodukt kann ein handwerklich hergestellter Ofen allerdings nicht werden, trotz Wasserwaage. Die Wasserwaage hilft, aber nicht immer. Manchmal muss das Auge entscheiden und sagen, okay, die Wasserwaage zeigt mir eine Fehlposition, aber mein Auge sagt mir, wunderbar, passt voll zusammen. Also da muss man ein bisschen abwägen. Ne? Zwischen Tür und Seitenwand kommt Keramikfaser als Puffer, weil sich das Metall in der Hitze stärker ausdehnt als die Steine. So schwer die Kacheln auch sind, beim Aufbau geht es um Millimeterarbeit. Natürlich muss ich auch darauf achten, dass dieser Innenstein nicht in Berührung kommt mit dem. Immer ein kleiner Spalt ist, weil die sich ja ausdehnen, die Steine. Der Schnellmörtel wird seinem Namen gerecht. Da er schnell verarbeitet werden muss, geht das Ausmörteln zügig von der Hand. Ich glaube, da hat jemand erfunden, der nicht wollte, dass die Handwerker Pause machen. Es hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil des kleinen Ofens: man kann ihn transportieren, jedenfalls theoretisch. Er ist recht handlich und nur ein bisschen schwerer als ein Klavier.
Ja, ähnliche Gewichtsklasse. Ich meine, er ist halt nicht leicht, aber natürlich kann man damit umziehen, das ist keine Frage. Wenn ich in ein Gebäude muss und muss in den 4. Stock mit den 350 Kilo, dann bereite ich den vor. Dann baue ich den nur halb zusammen, transportiere ihn mit etwas leichterem Gewicht in den 4. Stock und baue dann oben den Rest zusammen. Ja, das geht auch. Beste ist immer, wenn der Mörtel genau hingeht. Ne? So, jetzt beginnen wir mit dem Innenausbau. Der Innenausbau besteht natürlich aus weiterer Speichermasse. Mit Lehmmörtel werden die Rauchgaszüge in den Ofen gemauert. Deren Länge hängt mit der Abgastemperatur zusammen. Wir haben eine Abgastemperatur von ca. 500 Grad, die wird gemessen. Und dann errechnet sich aus diesen Abgastemperaturen nachher das Zugsystem. Wie lang kann ich Rauchgaszüge bauen? Bei diesem Ofen sind es ca. 2 Meter. Um die Rauchgase durch den Ofen zu leiten, benutzt der Ofenbauer temperaturbeständigen Stahl, den er mit einer Keramikpaste verklebt. Die ersten beiden Platten werden eingemauert. Sie sind nur die Halterungen für die eigentliche Umlenkplatte. Und die sieht so aus. Das ist unsere erste Umlenkplatte. Der erste Rauchgaszug. Der zweite Rauchgaszug wird auf der gegenüberliegenden Seite eingebaut, damit sich die Flamme durch den Ofen schlängeln kann. Der brennt über dem Feuerraum vorne hoch, dann nach hinten, wieder nach vorne, nach hinten, nach vorne, wieder nach hinten und dann zum Rauchgaszug. Dafür mache ich diese Umlenkbleche ein. Ist jetzt eigentlich immer das Gleiche. Am Ende finden 5 Umlenkbleche in dem kleinen Ofen Platz. Gut. Für das Vermauern der Rauchgaszüge arbeitet der Ofenbauer mit 2 Eimern. Einem für den Lehmmörtel und einem nur fürs Wasser. Die Steine mache ich nass, damit der Mörtel besser haftet. Und das ist auch der Grund, warum man einen gemauerten Ofen immer ein bisschen stehen lassen soll, damit in Ruhe das Wasser austrocknen kann. Und das Gute am Lehmmörtel ist, der wird nicht hart. Der wird erst hart bei Temperatur. Für die oberste Reihe müssen die Kanten der Schamottsteine noch einmal speziell angepasst werden. Die letzte Umlenkplatte wird in den Ofen geklebt. Mit großen Schritten nähert sich das Werk der Vollendung. Aber ein paar Kleinigkeiten sind noch nötig. Für die Oberseite schneidet der Ofenbauer eine weitere Platte aus Vermiculite als Dämmung zurecht. Damit oben nicht zu warm wird. Wenn da oben die Flamme immer gegenschlägt, dann wird oben an der Oberfläche vom Ofen sehr, sehr warm. Und da stellt man gern was drauf oder ich habe eigentlich ganz gern, dass die Strahlung auch eher in der senkrechten Fläche abgeht als in der waagerechten. Strahlungswärme ist wie eine Welle.
Die bewegt sich immer im rechten Winkel von der warmen Fläche. Wenn nur der Deckel warm würde, würde ich gar nichts merken, weil die Wärmestrahlung nach oben geht. Wie die Sonnenstrahlen gehen die immer im rechten Winkel von der Fläche ab. Der Vergleich ist nicht schlecht. Mit einem Holzofen holt man sich irgendwie eine kleine Sonne ins Haus. So. So gesehen ist der Ofenbauer fast eine Art Magier. Er hilft, die Urkraft des Feuers zu bändigen. Feuer im Haus, gebändigt, ist eine gute Sache. Spricht unsere tiefsten Emotionen an. Doch vor den Genuss hat der liebe Gott die Arbeit gesetzt. Und die ist noch nicht ganz fertig. Der zweite Teil der Rückwand wird eingebaut. Es ist die letzte größere Kachel. Den kleinen Henry-Grundofen bietet Jürgen Henrichs auch mit einer Hülle aus Gussschamotte an. Das ist weniger Aufwand, entsprechend günstiger und beliebter. Kachelöfen baut er im Moment eigentlich recht selten. Früher war das anders. Da waren die gemütlichen Öfen mit den Keramikkacheln der Standard. Dann änderte sich der Geschmack der Leute, dann wurde kaum noch Keramik gebraucht, dann andere Materialien. Und jetzt möchte ich gerne, dass wieder ein bisschen mehr Keramik gemacht wird. Ich mache das auch gerne. Langsam geht es an den Endspurt. Was noch fehlt, ist der Anschluss für das Ofenrohr. Der wird in die runde Aussparung an der Oberseite eingebaut. Und dann kommen die letzten beiden Kacheln dran. Ich setze die oberen auch in Lehm, damit die, wenn mal sein müsste, revisionierbar sind. Weil den Lehm kann man immer wieder lösen. Ne? Bei diesem Schritt ist noch einmal viel Augenmaß und eine gewisse Fehlertoleranz nötig. Ich bin ja eigentlich ein Anhänger des Fehlerhaften. Da kommt mir erst gar nicht auf die Idee, dass man 100% ist. Ne? Also je perfekter die Dinge sind, desto unmöglicher sind sie eigentlich zu machen. Ein kleines Bauteil aus Keramik muss noch eingepasst werden. Es ist die runde Platte für die Rückseite des Ofens. Diese Platte bedeutet, dass man den Ofen sowohl oben mit dem Rauchgas anschließen kann, als auch nach hinten mit dem Rauchgas anschließen kann. Ich habe diese Variante vorgesehen, um beide Optionen möglich zu haben. Vorhang auf zum letzten Akt. Die Fugen werden verputzt. Der Ofenbauer hat dafür hellen Fugenmörtel gewählt. So wirkt sein kleiner Kachelofen schließlich wie aus einem Guss und bekommt ein klares, modernes Erscheinungsbild. Eine saubere Sache sozusagen. Wenn die Kacheln von der überschüssigen Fugenmasse befreit sind, ist die Arbeit beendet. Wenn er trocken ist, öle ich ihn noch einmal. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Die Fuge ist auch gut. Schönes Bild von groß und klein. Für mich hat er auch einen ästhetischen Vorteil. Er sieht einfach gut aus, ist sehr schlicht, also ohne viel Schnickschnack. Dann hat er durch die Grundofentechnik natürlich ein ganz anderes Abbrandverhalten als jeder andere Ofen in dieser Größe. Das ist schon ein echter Vorteil. Teurer als ein Industrieprodukt ist er natürlich auch. Was sind das für Leute, die sich für so einen Ofen entscheiden? Also ich kann nur sagen, normale Leute mit Geschmack. Und natürlich dem Sinn für die Feuerungstechnik, das ist klar. Also ich würde sogar sagen, den meisten geht es um die Strahlungswärme und den Grundofen. Und dann ist es ja auch schön, einfach mal ein bisschen ins Feuer zu schauen. Im Feuer kann man sich verlieren. Die Flamme bewegt sich, es ist warm. Da kann man schon mal reingucken und an nichts denken. Das ist schon ganz schön. Ja.